Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal hier bei Mehmet Uwe. Es gibt wieder eine Busvorstellung und zwar habe ich heute mal einen Mercedes O530G, den Wagen 46 ist das, EE46. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal vorgestellt habe, der kommt mir irgendwie seltsam vor. Und wenn ich es gemacht habe, dann liegt es bestimmt schon lange zurück. Und bevor der auch irgendwann mal auf dem Busfriedhof landet, habe ich mir gedacht, machen wir mal noch eine Vorstellung oder eine Art Update von diesem schönen Bus. Bleibt gespannt, alles über diesen Bus nach dem Intro. Bleibt dran, Leute! Es handelt sich bei diesem Bus um einen O530G von einem schönen Citaro Baujahr 01. Ja, so alt ist dieses Schätzchen schon. Deswegen habe ich Angst, dass der auch bald vergraben wird. Deswegen machen wir mal ein Update davon. Wie ihr sehen könnt, hat er auch schon diesen Spuckschutz. Ja, ist kein Originaler, wie ihr sehen könnt. Obwohl hier kommt man jetzt mit dem Teil dran, hat man hier ausgeschnitten. Einfachste Lösung und alles sicher. Aber einzigste, was bei mir aufgefallen ist, dieser Handdrucker. Ja, sowas habe ich noch nie gehabt. Habe ich mich mal schlau gemacht, direkt mal durchgeblickt, was das alles ist. Die ganzen Verkabelungen hier müsst ihr euch nichts geben. Ich war für den Bus-Fahrschulkanal noch was am Drehen. Hier noch so eine Kameraansicht und so. Mal gucken, vielleicht können wir das gleich ja auch bei unserem Vorhaben hier benutzen. Ich gucke nur, ob die Schüler schon kommen, weil ich stehe gerade an der Haltestelle und muss gleich Leute abholen. Deswegen nutzen wir mal schon direkt diese Gelegenheit. Das VDT sage ich schon, das VDV Dashboard sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus, wie ihr sehen könnt. Aber ansonsten noch alles voll funktionsfähig. Hier könnt ihr auch schon erkennen, dass er noch diesen alten Knochenschlüssel hat. Mit diesem Knochenschlüssel einfach mal umdrehen und hier wie bei den MANs mit dem Schalter, bei dem braucht er nicht 3 Sekunden warten, der kommt sofort. Anmachen und mit diesem Teil hier ausmachen. Hier vorne für das Lenkrad verstellen, Dachluken und Fenster und Spiegel einstellen. Das ist alles geblieben, hat sich nichts geändert. Der hat 831.794 Kilometer gelaufen. Ja, wie viel gehen denn hier rein? Könnt ihr selber da mal gucken. 48 Sitzplätze, 110 Stehplätze. Ja, wirklich sehr, sehr schöner Bus. Hier habe ich auch was entdeckt. Können wir gleich mal, zeige ich euch das mal. Der hat nämlich 2 Tankeinfüllstutzen. Eins für den Webasto und eins für die normale Heizung, sage ich schon, für den Motor. Innenteil sieht so aus mit gelben Stangen. Schön gepolsterten Sitzen, wie ihr sehen könnt. Ja, ich könnt da sehen, schön gepolstert. Ich muss den mal gleich noch ein bisschen durchfegen. Ein bisschen Laub hier drin, aber bleibt ja nicht aus bei diesen Wetterbedingungen. So, hier vorne, ich weiß nicht, vielleicht, das sieht mir auch so aus, als ob hier auch so ein Fahrscheinautomat dran war. Ja, deswegen, ich glaube, den Bus, den habe ich euch noch nicht vorgestellt, sonst hätte ich das hier gesehen. Ja, ich weiß nicht, wo wir den übernommen haben, vielleicht auch wieder von Köln oder so. Hinten ist jetzt ein LKW, der kommt da nicht durch. Ich muss den mal Platz machen. Wartet mal. So, den habe ich bei ihm durchgelassen. Der kam da nicht durch. Kommt schon mal vor. Hier hinten hat sich nichts geändert. Hier hat er so 2 einzelne Sitzgruppen. Die sehe ich auch zum ersten Mal. Ja. Ich sag doch, es gibt immer wieder was Neues hier zu sehen, wie die Sitzordnung jetzt hier ist. Der Unterlegkeit ist hier unten drunter. Hier fehlt der Entwerter. Wie gesagt, es sind nur Schullinien mit dem Bus, die wir fahren. Deswegen, die haben meistens immer Monatskarten. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es damit zusammenhängt, weil der auch so ein Handverkaufsgerät hat. So, die Vierergruppe hier hinten
Wirklich wie ein Wohnzimmer. Schaut euch das mal an, Leute. Ja, hier eine bisschen erhöhte Sitzposition. Warum? Weil ihr sehen könnt, hier der Podest, hier da ist wohl Getriebe unten drunter. Ein bisschen eine Aufhöhung hier, dieses Teil hier. Und deswegen sitzt dieser Kollege hier ein bisschen höher als die anderen. So, ansonsten hier vorne ein Blick mal nach vorne. Ein Riesenschiff mit 17,9 Metern. Ja. So. Dann Wagenheld steht da. Okay. Der hat noch keinen diese TFT-Monitoren, aber da kann man auch schon dann sehen, wo man ein- und aussteigt. Das sind übrigens die Knöpfe hier für die Türen auf und zu. Machen wir gleich mal, ob das auch alles stimmt. Schön wäre es natürlich, wenn wir hier noch so ein Schild hätten, hier drauf drücken oder so. Sieht aus wie so ein Halteknopf. Und die Leute stehen immer hier vorne. Und da steht auch noch, Tür öffnet und schließt automatisch. Ja, öffnen tut er nicht automatisch, erst wenn man hier drauf drückt. Ja. So, hier vorne, der geht selbst zum Bedienen vom Fahrer aus, vom Fahrerplatz aus. So, da können wir auch schon mal direkt gucken. Das ist dieser Knopf hier, Freigabe. Mittlere Tür geht hiermit. Oh, der knallt aber ganz schön rein. Ich mach mal nochmal. Aber er geht auf und zu. Vorne können wir auch noch mal gucken. Ja. So, freigeschaltet habe ich die hintere Tür, die in dem Gelenk. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, müsste der eigentlich aufgehen. Schauen wir mal. Und geht auch automatisch wieder zu. Wenn jetzt aber einer hier vorne steht, hier so, jetzt bin ich mal hier oben an diesen Dingern und wenn ich jetzt mal drauf drücke, geht trotzdem auf, aber der müsste jetzt eigentlich nicht mehr zugehen. Mal gucken. Ja, seht ihr, geht jetzt nicht mehr zu. Und deswegen ist das auch von vorne für den Fahrer, der kann dann nur die Freigabe geben. Wenn ich jetzt hier weggehe, dann geht die wieder, dann müsste sie wieder zugehen, die Lichtschranke, genau. Das ist der einzige Grund, dass der Fahrer von da hinten aus ja nicht sehen kann. Ist jetzt einer zwischen dieser Tür oder nicht? Der gibt die nur frei. Wenn man hier aussteigen will, drückt man dann hier drauf. Man sieht ja, beim Aussteigen passiert nichts. So, aber wenn jetzt hier jemand einsteigen will oder seinen Fuß hier, so wie ich jetzt hier zum Beispiel hier vorhat oder so. Ja, okay, aber da passiert auch nichts. Habt ihr gesehen, die Revisiereinrichtung klappt, geht wieder zu. Wenn ich jetzt aber eine Schranke gehabt hätte, da passiert nichts, Leute. Die geht immer wieder von alleine zu. Ja, so sieht's aus. So, jetzt komme ich natürlich nicht rein. Mal gucken, ob der von hier aus aufmacht. Jawohl, weil die Freigabe ist ja erteilt. Ne, da kann man hier auch schon direkt wieder, ups, einsteigen. Ah, jetzt hat die geklappt, habt ihr gesehen. Ne, die Lichtschranke klappt auf jeden Fall. So, gut, so viel hierzu. Wir schauen uns den Motor jetzt auch noch mal an. Irgendwie kommen die Kinder hier heute nicht. Vielleicht haben die heute keinen Schwimmunterricht. Dann können wir uns den Motor hier schon anschauen. Beim nach hinten gehen können wir uns noch mal gucken. Der hat hier auch schon sehr schön, ich denke mal, dass das ein Kölner Bus ehemaliger ist, weil die haben, wo wir die MANs gekriegt haben, haben wir die auch so bekommen. Hier ist der Tank, wo ich euch gerade zeigen wollte. Hier steht auch drauf Heizöl, ja, für die Webasto Heizung. Beim Tanken alles schön betanken. Aber ich höre schon die Kinder, ich glaube, die kommen doch noch. Hier könnt ihr sehen, ist auch der normale Tank. Ja, da vorne kommen schon die Schüler. Ich breche mal jetzt hier ab und den Motor, den gucken wir uns dann später woanders an. So Leute, es geht von da weiter, wo wir aufgehört haben. Gerade sind wir unterbrochen worden. Ab hier war das, glaube ich. Dann geht es weiter. Hier hat er den Batteriefach. Ups. Ja, mit den Batterien und den Trennschalter und NATO-Stecker und Relais und Sicherungen
Die befinden sich hier unten drunter. Ja. So. Dann schauen wir uns den Motor noch mal ganz kurz an. Ihr könnt auch diese alten C1er hier von merken an diesen Rücklichtern. So, dann gucken wir mal. Oh, so sieht das aus, das Schätzchen. Ja, motormäßig ist er noch gut, der zieht noch richtig gut. Wir werden ja nachher auch noch eine Probefahrt hier mitmachen. Hier hat er so ein paar für die Bälge und dann hat er Balkdruck 1, rechts, links, Vorratsdruck. Kann man dem wohl separat hier auch noch mal befüllen. Das ist natürlich interessant, wenn er irgendwann mal abgeschleppt werden muss oder so und der braucht Luft, weil der Kompressor vielleicht kaputt ist, kann man den hier separat noch mal anschließen. Auch sehr schön. Und hier, da kann der Jeffrey euch bestimmt mehr dazu sagen. Eine Förderpumpe beim Entlüften, ja, wenn mal hier Kraftstofffilter gewechselt wird oder so, dann muss man den entlüften. Oder aber auch ganz schlimm, wenn der leer gefahren wird und kein Sprit mehr drin ist, dann zieht er ja Luft. Auch da muss er hier entlüftet werden. So, der hat hier keinen Schalter, wo man den von hier aus starten kann. Jeffrey, stimmt das? Oder sehe ich da irgendwo verkehrt? Hier, das Teil ist schon mal da, die Sperre, der ist schon eingerastet. Das heißt, ich könnte den jetzt auch mit offener Klappe starten eigentlich. Dann gehe ich mal nach vorne und tu den mal starten. So, hier vorne angekommen, Zündung und so hatte ich ihm ja schon gegeben. Wie gesagt, der müsste eigentlich theoretisch beim ersten Mal hier drücken starten. Läuft. Wunderbar, also man braucht bei dem nicht bis 3 zählen oder so. So, dann gehen wir mal schnell gucken, obwohl wir da jetzt so einen LKW haben, der hat auch noch Geräusche. Hier ist man am Quietschen. Machen wir wieder alles zu. Ja, hinter mir könnt ihr sehen, ist ja eine Wohngegend hier auch, hier am Lippebad. Deswegen lassen wir die Motoren am besten nicht unnötig laufen. Bevor es Beschwerden gibt, machen wir den jetzt mal wieder aus. So, aus. Wunderbar. So Leute, wir machen jetzt mal die Probefahrt. Wir starten hier in Kamen. Südkamen ist das hier schon. War ich gerade zufällig frei. Wenn ihr gemerkt habt, habe ich die Kameraposition geändert. Die habe ich jetzt hier über mich so am Kopf. Mein Kopf dürfte man hoffentlich nicht sehen oder meine Glatze. Halbglatze, sagen wir mal so. Wichtig ist ja für euch beide Spiegel und natürlich Lenkrad wie beim OMSI-Spiel und Bussimulator und natürlich der Sound von diesem ZF-Getriebe. Der geht auf jeden Fall richtig gut ab. Ich habe vorhin den Jeffrey geschrieben, ob ich den Bus schon mal vorgestellt hatte. Da war ich mir am Anfang nicht sicher. Der sagte, ja, den habe ich schon mal vorgestellt und dann sogar noch ein Update gemacht und das war 2019. Bei der Masse an Bussen, die ich vorstelle, habe ich fast schon den Überblick verloren. Deswegen habe ich ja auch meine Mods, die helfen mir so ein bisschen dabei. Aber der fährt noch wunderbar, tadellos, alles okay. Wie damals, wie jetzt, noch ein zuverlässiger Bus. Ich habe mir gedacht, weil wir jetzt ja am Aufräumen sind, bevor die ganzen Busse abgegeben werden, verschrottet werden, nochmal so ein Update. Das Geklappere müsst ihr euch nicht drum stören. Das kommt von hinten von der Stange, die ist ein bisschen lose.
Wird aber morgen festgezogen, habe ich schon Bescheid gesagt. Ja, ansonsten super Bus. Ich ändere gleich nochmal die Position von der Kamera. Dann könnt ihr euch ja mal entscheiden, ob diese Position gut ist oder eben halt die andere hier. Das kann ich jetzt hier eigentlich machen. Obwohl diese Position kann man nicht bei jedem Bus machen. Die haben nicht hier vorne so eine Stange. So, ich kontrolliere mal eben. So, die Kameraposition ist jetzt anders. Es geht direkt weiter. Die Sonne ist aber richtig tief heute, Leute. Heute, Leute, reimt sich sogar. Ich habe meinen eigentlich richtigen Stativ heute auch nicht dabei. Ich hoffe ja, dass die Aufnahmen was geworden sind. Das ist hier jetzt unsere gewohnte Ansicht. Mit mir jetzt mit der zweiten Kamera. Ich hatte ja auch mal eine dritte Kamera, da habt ihr ja gesagt, das wäre nicht so gut. Deswegen haben wir die dritte Kamera jetzt noch weggelassen. So, wir müssen jetzt hier rechts Richtung Carmen-Metler. Dann geht es nach Oberaden, noch 2 Linien und dann fertig für diese Woche. Was haltet ihr eigentlich von den Short-Videos, die ich jeden Tag jetzt mache? Ich habe extra der Leitstelle Bescheid gesagt, die sollen mir jeden Tag einen anderen Bus geben. Am besten natürlich die wir noch nicht vorgestellt haben. Und dann stelle ich die immer so in den Short-Videos vor. Und wenn das ein Bus ist, den ich noch nicht vorgestellt habe, dann mache ich natürlich daraus auch eine Vollvorstellung. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich hier die Kurve kriege. Jawohl. Das ist immer eine blöde Ecke hier, aber wenn man, wie gesagt, den Winkel im richtigen Moment einschlägt, dann passt das. Man muss eben dann gucken, dass da vorne an den Autos vorbei passt und natürlich hinten. Da war ja so eine Stange, dass man mit dem Heck dann nicht drankommt. Das ist von der 186 Linienweg auf der Lette. Hatte ich euch aber auf dem Busfahrschulkanal die ganzen Linien ja gezeigt. Wer das noch nicht kennt, der kann da mal rüber switchen im Anschluss und sich die Linienwege angucken, wenn ihr den noch nicht kennt. Da werdet ihr auch genau diese Linie, das hier alles, vielleicht im Sommer, ich weiß nicht, wann ich das gedreht habe, sehen können. Da könnt ihr mal den Unterschied sehen, wie das im Herbst aussieht und wie das im Sommer aussieht. 186 von Carmen Schulzentrum nach Oberaden auf der Lette. Komischer Name, auf der Lette. Ja. Hier muss ich ein bisschen korrigieren. Obwohl die andere Kamera nimmt ja hinten auch auf. Habt ihr ja bestimmt gesehen. Hier ist wirklich mit Vorsicht auch zu fahren. Ich muss nachher hier nochmal fahren zum Schmiedeweg. Gleich die, was war das, 500, nee, die Linie 24 war das, glaube ich. Ja, von Carmen hier zum Schmiedeweg, einmal drehen und wieder zurück. Na, was machen die denn da? Bleibt ihr da, ja? So, wir fahren hier nochmal rechts rum und dann kommt Haltestelle Körnerbrücke, glaube ich. Und da
können wir die Kameras ausmachen. Dann sind wir wieder mit einer Busvorstellung fertig. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt mit dem Busfriedhof, dem richtig großen Busfriedhof, dann könnt ihr euch das auch noch mal anschauen. Endstation Busfriedhof heißt der Film. Film sage ich schon, da war wirklich ein Film, aber ein Horrorfilm, was wir da gesehen haben. Gute Busse verschrottet. So viele Busse auf einmal habt ihr noch nicht gesehen. Wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne mal anschauen. So, müsst ihr gleich jetzt irgendwo die Haltestelle kommen. Vorne. Dann mache ich noch die Verabschiedung. Und gut ist. So Leute, ich mache schnell die Verabschiedung, dann geht's weiter. Mit Brille, ohne Brille, egal, machen wir mal ohne Brille, sieht besser aus. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass wir wieder ein Video hinbekommen haben, dass ihr geduldig bis hierhin geguckt habt, weil es war ja auch interessant, mal hier so ein Mercedes O530 nochmal in Aktion zu sehen. Vielleicht das letzte Mal, wer weiß. So, man sieht sich wieder auf den anderen Kanälen oder wieder nächste Woche auf dem Hauptkanal hier oder den Short-Videos, was jetzt ja Mode geworden ist. Ich ziehe dann natürlich mit der Mode mit, dass wir jeden Tag einen anderen Bus versuchen hier vorzustellen. So, macht's gut. Ich wünsche euch noch alles Gute. Euer Mehmet Oey. Ciao Leute.